Hallo meine Freunde, hola Madridistas. Wut, Verzweiflung und Hilflosigkeit. Das sind die drei Gefühle, die sich bei mir gerade durchsetzen. Wut auf diese Spieler, die eine Schande sind für dieses Wappen, die nicht wissen, was es bedeutet, für Real Madrid zu spielen, die diesen Verein nicht so fühlen wie du oder wie ich. Verzweiflung, weil dieser Verein in den Händen ist von einer Kabine voller Egomanen. Bis auf wenige Ausnahmen denkt in dieser Kabine jeder an den persönlichen Erfolg zuerst und erst dann an die Mannschaft. Spieler, denen Werbeverträge wichtiger sind, als die Meter nach hinten zu laufen. Spieler, denen TikTok-Clips lieber sind, als für die Mannschaft alles zu geben. Und Hilflosigkeit, weil der gesamte Madridismo seit 2 Jahren sieht, was passiert, und der einzige Mann, der daran etwas ändern kann, nicht reagiert. Florentino Perez fährt die Titanic seit 2 Jahren in Richtung Eisberg und wir Madridistas schauen dabei zu und können nichts dagegen machen. Real Madrid ist aus den Top 8 in der Champions League rausgeflogen nach der nächsten historischen Blamage, die inzwischen bei Real Madrid schon trauriger Alltag ist. Sie haben uns besiegt, das ist keine Frage der Qualität, keine Frage der Taktik, keine Frage von, es ist eine Frage davon, mehr Siegeswillen als der Gegner zu haben. Man hat gesehen, dass Benfica um alles gespielt hat, aber man hat nicht gesehen, dass wir auch um alles gespielt haben und das ist das große Problem des Spiels, denn zu Beginn des Spiels ging es für beide Teams um etwas, für uns um die Top 8 und für Benfica um die Top 24. Wir haben Benfica gesehen, aber bei uns hat man nicht gesehen, wofür wir eigentlich spielen. Kilian, du hast gesagt... Ja, das war einer von 3 Clips, die ich euch heute in diesem Video zeigen werde. Alle 3 von Kylian Mbappé. Nicht ich sage, dass es ein Mangel der Einstellung ist. Nein, Kylian Mbappé sagt es. Man hat nicht gesehen, um was wir spielen. Das sagt ja ein verzweifelter Kylian Mbappé, der als einer der einzigen gestern halbwegs mit erhobenem Haupt diesen Platz verlassen darf. Real Madrid verliert absolut verdient mit 4:2 gegen Benfica Lissabon. Und wir können uns bei Thibaut Courtois bedanken, dass wir hier nicht 7 oder 8:1 vom Platz geschickt wurden. Ich erinnere mich an eine Parade, die nur er macht auf der Welt, mit der rechten Fingerspitze den Ball über die Latte hebt. Ich erinnere mich an eine Aktion, wo Fede Valverde den Ball auf der Linie hält, als der Gegenspieler von Benfica den Ball ins ganze Tor schießen kann. Und ich könnte noch so weitermachen. Das Ergebnis war gestern Abend noch das Beste. Und das sagt schon alles, was man über dieses Spiel wissen muss. Ja. Um irgendwie bei Fakten und Daten zu bleiben, auch wenn ich heute lieber nur über Gefühle reden würde. Real Madrid verliert 4:2 und das Einzige, was Álvaro Arbeloa richtig gemacht hat, war meiner Meinung nach die erste 11. Er hat nichts verändert an der Mannschaft, die gegen Monaco abgeliefert hat, an der Mannschaft, die gegen Villarreal abgeliefert hat. Das Einzige, ein Tchouaméni für einen Camavinga. Ich habe euch gestern erklärt, warum das Sinn macht. Ja, und jetzt erklär mal jemanden, warum diese Mannschaft gegen Monaco und Villarreal ein wirklich gutes, respektables Spiel macht und gestern das. Wie Kylian Mbappé sagt, das ist keine Frage der Qualität, das ist eine Frage der Einstellung. Das ist eine Frage der Intensität. Und ich frage mich auch, wie ich euch alle 4 Wochen das gleiche Video erzählen soll in den letzten 1,5 Jahren, ohne wie eine Schallplatte mich anzuhören. Aber diese Probleme sind offensichtlich für jeden.
außer für Florentino Perez. Ein Carlo Ancelotti war nicht schuld, ein Xabi Alonso war erst recht nicht schuld und ein Álvaro Arbeloa ist auch nicht schuld. Was soll Álvaro Arbeloa denn machen, wenn Florentino Perez der ganzen Welt gezeigt hat, diese Kabine hat mehr zu sagen als der Trainer? Wenn die Aufgabe von Álvaro Arbeloa war, versteh dich ja mit der Mannschaft. Ja, was soll der denn machen? Der hält sich an die Angaben von oben. Oder er wechselt das aus, was er denkt und verliert seinen Trainerposten innerhalb von 2 Wochen. Und so einen Trainerposten bei Real Madrid, den kriegst du nicht sehr oft in deinem Leben. Und ich kenne keinen Menschen, der mehr Madridista ist als ein Álvaro Arbeloa. Er muss vielleicht einen Märtyrertod als Trainer sterben, um der ganzen Welt zu zeigen, was bei Real Madrid gerade los ist, wenn die ganze Welt es nicht schon sieht. Diese Kabine ist in der Hand von verwöhnten Jungmillionären, die selber entscheiden, wann sie Bock haben, Fußball zu spielen und wann nicht. Und das ist einer der Gründe, warum Kylian Mbappé gestern nach dem Spiel der Kragen geplatzt ist. Das ist einer der Gründe, warum Arda Güler gestern nach seiner Auswechslung der Kragen geplatzt ist. Und keine Sorge, dazu kommen wir später. Ja, aber ich würde sagen, hören wir uns mal die zweite Antwort von Kylian Mbappé an. Das ist nicht normal, was wir heute gesehen haben. Wir hatten das klare Ziel, unter den ersten 8 zu sein, um weniger Spiele zu haben, um die Belastung zu senken. 1 Spiel, 2 Spiele weniger. Wir sind sehr schwach in dieses Spiel gestartet. Sie hätten das erste Tor verdient, aber sie treffen nicht. Wir haben eine Chance und machen sie rein. Ich dachte, das bringt uns in den Rhythmus, aber es war genau das Gegenteil. Sie waren in der ersten Halbzeit viel besser als wir. Wenn es 5:1 gestanden hätte, hätte das hier niemanden überrascht. Wir bringen nicht genug Tempo rein und die Kreativität für klare Chancen fehlte. Und dann schießen sie das letzte Tor, was für uns eine Schande ist. Ich könnte ihm nicht mehr zustimmen. Wenn ich das Mikrofon hier nicht halten müsste, würde ich Applaus klatschen für die Worte von Kylian Mbappé. Der hat absolut recht. Wir hätten zur Halbzeit 5:1 hinten liegen müssen. Als Real Madrid in einem Spiel, in dem es darum ging, so weit wie möglich in der Tabelle oben am Ende abzuschließen. Nicht nur wegen der Top 8. Diese 2 Extraspiele sind schlimm genug. Aber wir hätten uns mit einem Sieg gegen Benfica Lissabon, nichts gegen Benfica Lissabon, die haben das gestern zu 100% verdient. Und die haben uns gezeigt, wie eine Mannschaft über sich hinauswachsen kann, wenn die wollen, wenn die alles geben. Aber dieses Benfica Lissabon hatte in 7 Champions League Spielen 6 Punkte geholt. In 7 Spielen. Und die führen uns vor, als wenn wir eine Kindergartenmannschaft wären. Ja, also, wie gesagt, Kylian Mbappé ist zu Recht der Kragen geplatzt. Und bevor wir gleich zur letzten Antwort kommen von Kylian Mbappé, erzähle ich euch erstmal, was im Spiel passiert ist. Die Mannschaft kommt raus und verweigert den Fußball. Es gab nur eine Mannschaft auf dem Platz, Benfica Lissabon. Dass Benfica Lissabon nicht nach einer Viertelstunde 3:0 führt, grenzt an einem Wunder. Real Madrid ist auseinandergebrochen wie ein kaputtes Spielzeug. Ich erinnere mich an eine Aktion, da muss der Torwart nur einen langen Ball nach rechts außen spielen und der Spieler rennt alleine auf Thibaut Courtois. Wir hatten Glück, der will reinflanken, Dienhausen rutscht da irgendwie rein und der Ball prallt irgendwo hin. Kurz danach, Fede Valverde rettet den Ball dann noch auf der Linie. Vorher die Glanzparade von Thibaut Courtois, von der ich eben geredet habe. Das Spiel, du musst 3:0 hinten liegen. Dann macht Madrid aus dem Nichts das 1:0. Und ich hatte dieses weirde Gefühl, Real Madrid aus der Champions League ist zurück. Die Gegner verballern und Madrid ist da. Und wer sich dann gedacht hat, wie ein Kylian Mbappé, ja, dieses Tor gibt uns Selbstvertrauen, wir kommen jetzt ins Spiel. Falsch gedacht. Benfica Lissabon hat sich kurz gerüttelt, kurz geschüttelt und dann ging das Einbahnstraßenspiel weiter. Es war eine Frage der Zeit, dass Benfica Lissabon das 1:1 macht, das 2:1, das 3:1, das 4:1, das 5. Es war eine Frage der Zeit.
Immer wieder habe ich gesagt, Benfica kann dieses Tempo nicht halten. Doch, konnten sie. Weil Real Madrid nicht dagegen gehalten hat. Ja, und dann macht Benfica Lissabon absolut verdient das 1:1. Raúl Asensio. Boah. Ich glaube, das nächste Mal, wenn ich Raúl Asensio in einen Namen nenne, wie mit Sergio Ramos, muss ich mir auf die Zunge hauen. Was machst du denn bitte beim 1:1? Und der tut mir noch leid, weil er darf gar nicht in so eine 1:1 Situation kommen. Aber er rutscht sinnlos rein, will dann aufstehen, rutscht nochmal aus, sieht ganz, ganz unglücklich aus. Pavlidis heißt der Grieche, glaube ich, tolle Flanke auf den zweiten Pfosten und irgendwann kann Thibaut Courtois auch nichts mehr machen, 1:1. Wie gesagt, zu diesem Zeitpunkt muss es schon 4:1 für Benfica Lissabon stehen oder 5:1. Ja, dann, ich möchte nicht über die Schiedsrichterleistung reden, weil Real Madrid muss nach sich selber schauen. Real Madrid hat absolut verdient verloren. In der Höhe noch glücklich. Wie gesagt, ich habe alles schon gesagt, wir müssen 7:1 verlieren. Das hier hat nur mit den Spielern zu tun. Das ändert aber nichts daran, dass der Schiedsrichter gestern der schlimmste Schiedsrichter in Jahren war, den Real Madrid in Europa gegen sich hatte. Der Elfmeter zum 2:1 von Benfica ist lächerlich. Wenn du diesen Elfmeter pfeifst du 15 Elfmeter im Spiel. Ein Otamendi, Tchouaméni hält ihn kurz fest, übliches Gehabe im Fußball, erst recht in der Champions League. Erst recht in der Champions League, da wird sowas gar nicht gepfiffen. Der Schiedsrichter hatte vorher schon einen Elfmeter für Benfica erfunden, wo das VAR gesagt hat, das ist keiner. Ja, und dann erfindet er noch einen und das VAR kann nicht sagen, weil der nur mal kurz gehalten wurde. Aber der Elfmeter ist lächerlich. Und danach in der zweiten Halbzeit ging seine Show weiter. Auch den Freistoß, den er am Ende vor dem 4:2 pfeift. Ich versuche euch den einzublenden. Worüber reden wir hier? Jede gelbe Karte für Madrid. Ja, es gibt aber zwei Wahrheiten, die parallel laufen können. War der Schiedsrichter katastrophal? Ja. Hatte das irgendetwas mit der Niederlage von Real Madrid zu tun? Nein. Ja, und Real Madrid kommt aus der Halbzeit. Und das Mindeste, was wir Madridistas erwartet haben, war eine Reaktion. Madrid hat vielleicht 5-6 Minuten versucht, Fußball zu spielen. Benfica kontert die aus, 3:1. Das Ding die Messe war gelesen, mehr oder weniger. Ja, mehr oder weniger. Wie gesagt, Benfica, die bessere Mannschaft, gefährlichere Mannschaft. Real Madrid hatte die 2 Tore, wo wir uns bei Kylian Mbappé bedanken dürfen. Dann einen Kopfball von Vini und dann noch hier und da Aktionen von Arda Güler. Und da möchte ich jetzt auch hinzukommen. Nachdem Real Madrid das 3:2 macht, nach einer tollen Vorlage von Arda Güler und einem tollen Tor von Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, wie gesagt, der hat sich zu Recht aufgeregt. Der darf reden. Ja, hat Real Madrid 10 Minuten, 15 Minuten maximal guten Fußball gespielt. Hat dagegen gehalten, war die bessere Mannschaft. Und es war die bessere Mannschaft, weil zum größten Teil Arda Güler für Gefahr gesorgt hat. Er hat einen Schuss, der Torwart muss ihn halten. Er steckt einen Steckpass auf Rodrigo, der schießt den Ball an den kurzen Pfosten, der Torwart muss den halten. Real Madrid kommt in Rhythmus. Benfica steht im eigenen 16er. Und Álvaro Arbeloa zeigt der gesamten Welt, wo das Problem von Real Madrid ist. Dass zurzeit Namen über dem Erfolg des Vereins stehen. Als er in der 75. Minute einen Arda Güler rausholt und sowohl ein Vini Junior als einen Jude Bellingham drin lässt, das beweist, dass er nicht nach Leistung entscheidet, sondern nach Namen. Ein Arda Güler rastet aus. Und ich weiß, viele werden mir jetzt sagen, du hast bei Vini gesagt, das darf er niemals öffentlich machen. Ja, habe ich gesagt, bleibe ich auch dabei. Und Vini hat 1,5 Jahre keine Leistung gebracht. 1,5 Jahre durfte der trotzdem immer spielen. Und als er im Clasico 6-mal nicht hinterhergelaufen ist, hat Xabi Alonso eine taktische Entscheidung getroffen. Und Vini Junior hat rumgeschrien, gesagt, ich verlasse den Verein, holt mich. Peinlich. Nach 1,5 Jahren. Und aus taktischen Gründen. Bei Arda Güler ist das 180% umgedreht der Fall.
Das ist ein Junge, der seit 1,5 Jahren auf der Bank sitzt, obwohl er Leistung bringt. Das ist ein Junge, der jeden Weg nach hinten mitmacht, der vorne fürs Pressing sorgt. Der beste Spieler neben Kylian Mbappé gestern auf dem Platz. Und ich sage nicht, dass Arda überragend war. Aber er war neben Mbappé der Einzige, wo noch Gefahr passieren konnte, der noch Gefahr ausgestrahlt hat. Ja, und dass der nach 1,5 Jahren Scheiße fressen das sieht, was die ganze Welt sieht. Und er hat genau das gesagt, was wir alle gedacht haben. Why always me? Warum immer ich? Keiner versteht das. Oder doch, Arda, lass es dir gesagt sein. Weil du Arda Güler heißt. Weil du nicht Kylian Mbappé heißt, obwohl der kann nichts dafür. Weil du nicht Vini Junior heißt. Weil du nicht Jude Bellingham heißt. Fußballerisch gibt es keine Erklärung. Das hat etwas damit zu tun, was für einen Marktwert du anscheinend hast. Das hat damit zu tun, wie viele Werbeverträge du unterschreibst. Das hat erstmal etwas damit zu tun, wie viel Einnahmen du für Real Madrid generierst. Damit hat das etwas zu tun. Ja, wie gesagt, und das ist auch der Grund, warum ich Arda Güler mit seinem Wutanfall verteidige, weil ich das zu 100% fühle. Dieser Junge ist nicht aus taktischen Gründen ausgewechselt worden. Dieser Junge ist ausgewechselt worden, weil unser Trainer nicht die Eier hat, seine Superstars anzuzählen. Ja, und dann brauchst du dich über so ein Ergebnis nicht wundern. Ja, hören wir uns, bevor ich komplett ausraste, auch noch die dritte Antwort von Kylian Mbappé an. Ich habe keine klare Erklärung dafür. Und das ist das Problem, dass wir keine Konstanz in unserem Spiel haben. Das ist ein Problem, das wir lösen müssen. Ein Meisterteam macht so etwas nicht und wir verdienen es, nach dieser Niederlage dort zu stehen, wo wir heute sind. Ja, jeder, der meine Videos ein paar Wochen lang geschaut hat, weiß, was ich jetzt sagen werde. Ich habe es euch doch gesagt. Dieses Real Madrid hat keine Konstanz. Ich habe euch vor dem Spiel gegen Villarreal gesagt, wann habt ihr das letzte Mal Real Madrid 2 gute Spiele machen sehen? Das ist genau 2-mal vorgekommen. Gegen Monaco und gegen Villarreal, gegen Barcelona und gegen Valencia. Ich weiß nicht, wann Real Madrid das letzte Mal 3 gute Spiele am Stück gemacht hat. Ich kann mich, und ich meine es ehrlich, das muss aus der Champions League-Saison noch her sein. Das muss 2 Jahre her sein. Dieses Real Madrid, mein Seelenfrieden, vieler von euren Seelenfrieden, ich weiß, heute sind genügend Hate-Watcher da, die es jetzt genießen, uns Madridistas am Boden zu sehen. Gratuliere dazu. Aber wie dem auch sei, unser Seelenfrieden hängt von Spielern ab, denen du, denen ich, denen Real Madrid scheißegal ist. Und es ist auch irgendwie passend, dass der Torwart vom Gegner in der 97. Minute das Tor gegen uns macht. Und ich zeige euch mal das Bild von dieser Situation. Da waren 4 Spieler von Real Madrid gegen die gesamte Mannschaft von Benfica Lissabon. Ein Raúl Asensio holt sich eine rote Karte ab, die lächerlicher nicht sein könnte. Es sei denn, du heißt Rodrigo und holst dir in einer Minute 2 gelbe Karten wegen Meckern ab. Abgesehen davon, dass der Schiedsrichter Bock auf Real Madrid hatte. Aber wie gesagt, das hat nichts mit der Niederlage zu tun. Ja, und wird es auch keine Einzelbewertung der Spieler geben. Das Einzige, was ich sage, bis auf Kylian Mbappé und teilweise Arda Güler, stopp, und ein Thibaut Courtois, haben die anderen Spieler es nicht verdient, für Real Madrid zu spielen. Ich hoffe, irgendwann wacht ein Florentino Perez auf. So kann es nicht weitergehen. Ja, wie gesagt, die nächste Blamage, die nächste Schande. Das Traurige ist, im Universum Real Madrid ist das schon Alltag. Was ist aus meinem Real Madrid geworden, wo so eine Blamage alle 3-4 Wochen Alltag sind? Ich glaube, mehr braucht man dazu nicht sagen. Ja, ich bin jetzt wirklich gespannt, was ihr zu diesem Spiel zu sagen habt. Lasst eure Meinung bitte in den Kommentaren. Ich habe mit Sicherheit 1000 Sachen vergessen. Ja, weil ich immer noch wütend bin, obwohl ich eine Nacht drüber geschlafen habe. Wenn ihr schon mal da unten seid, unterstützt trotzdem bitte diesen Kanal. Ich kann nichts dafür. Lasst ein Like da, teilt dieses Video, hypen. Wer noch kein Follow da gelassen hat,
Das hilft diesem Kanal enorm weiter. Und ich würde vorschlagen, ja, wir sehen uns spätestens morgen wieder. Weiß Gott, vielleicht mache ich heute Abend wieder einen Fruststream. Spätestens morgen sehen wir uns wieder. Bis dahin. A la Madrid.